Lukas, ich muss dir etwas beichten. Etwas Peinliches. Beichten? Das klingt ja geheimnisvoll. Was hast du gemacht, Anna? Ich bin gestern die Treppe zu meiner Wohnung hochgelaufen. 3 Stockwerke, nicht mehr. Und was ist passiert? Und mein Herz hat geschlagen wie nach einem Marathon. Ich musste mich an der Wand festhalten. Nach 3 Stockwerken, Lukas. Das ist wirklich peinlich. Aber du bist nicht allein. Das passiert, wenn man sich zu wenig bewegt. Bewegungsmangel? Darüber reden wir heute? Genau. Heute sprechen wir darüber, warum zu viel Sitzen uns krank macht und was man dagegen tun kann. Ohne Fitnessstudio, ohne Schmerzen, ohne teure Ausrüstung. Versprochen. Und am Ende habt ihr eine Aufgabe. Eine kleine, eine lustige. Und eine Challenge für die ganze Woche. Du hörst Learn German Podcast. Deutsch lernen für Level B1. Und heute Bewegungsmangel. Oder warum Treppen der neue Marathon sind. Los geht's. Also Lukas, fangen wir ganz einfach an. Was genau bedeutet Bewegungsmangel? Ich meine, ich gehe einkaufen, ich putze die Wohnung, ich koche. Das ist doch Bewegung, oder? Das ist eine gute Frage, Anna. Ja, das ist Bewegung, aber für Ärzte und Wissenschaftler bedeutet Bewegungsmangel etwas Genaueres. Dann erklär mir bitte mehr. Ich will es genau verstehen. Man spricht von Bewegungsmangel, wenn jemand weniger als 30 Minuten pro Tag in moderater Bewegung verbringt. Moderate Bewegung, das heißt schnelles Gehen, Treppensteigen, leichte Gymnastik. Tanzen. Nur 30 Minuten? Das klingt nicht viel. Eine halbe Stunde. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich schaffe das nicht jeden Tag. Du bist nicht allein, Anna. Studien zeigen, mehr als 60% der Erwachsenen in Deutschland bewegen sich zu wenig. Besonders Menschen mit Schreibtischjobs. 60%? Das ist ja die Mehrheit. Dann bin ich in guter Gesellschaft. Das ist kein Wettbewerb, wer weniger sitzt. Aber die gute Gesellschaft ändert leider nichts an den gesundheitlichen Risiken. Welche Risiken meinst du genau? Du machst mir ein bisschen Angst. Keine Angst, Anna. Wir reden über die Wahrheit, aber wir finden auch Lösungen. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Unsere Muskeln. Ja? Wenn wir unsere Muskeln nicht benutzen, werden sie schwächer. Das nennt man Muskelabbau. Besonders die Rückenmuskeln leiden. Oh nein, schrumpfen meine Arme, wenn ich zu viel Netflix schaue? Nicht nach einer Woche, Anna, aber nach Monaten und Jahren, ja, definitiv. Deine Arme werden nicht wirklich schrumpfen, aber sie verlieren Kraft. Rückenschmerzen, das kenne ich. Nach einem langen Tag am Computer tut mir oft der untere Rücken weh. Sehr typisch. Das ist eines der ersten Warnsignale. Dein Körper sagt, hey, beweg mich bitte. Ich kann nicht mehr stundenlang sitzen. Also ist Bewegungsmangel nicht nur Faulheit. Es hat echte körperliche Folgen. Genau. Und die Folgen gehen weit über Rückenschmerzen hinaus. Weit weiter. Ich spreche jetzt über 3 unsichtbare Folgen von Bewegungsmangel. Unsichtbar heißt, du siehst sie nicht sofort, aber sie sind gefährlich. Ich höre zu, ganz genau. Nummer 1, das Herz-Kreislauf-System. Unser Herz ist ein Muskel. Ja, das Herz ist auch ein Muskel. Das Herz auch? Ich dachte, das Herz ist etwas Besonderes. Es ist besonders, ja, aber es ist auch ein Muskel. Und wenn wir uns wenig bewegen, wird auch das Herz schwächer. Was bedeutet das genau? Ein schwäches Herz muss schneller schlagen, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Der Blutdruck steigt. Auf Dauer erhöht das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Das klingt sehr ernst. Herzinfarkt ist kein kleines Problem. Ist es nicht. Aber die gute Nachricht ist, schon 20 Minuten zügiges Gehen am Tag verbessern die Herzgesundheit deutlich. 20 Minuten, das ist nicht viel. Das schaffe ich vielleicht. Sehr wahrscheinlich. Okay, Folge Nummer 2. Unser Stoffwechsel. Bewegungsmangel verlangsamt den Stoffwechsel. Stoffwechsel,
Das ist dieser Metabolismus, oder? Der bestimmt, wie schnell wir Kalorien brennen. Ganz genau, Anna. Du lernst schnell. Ein langsamer Stoffwechsel bedeutet, dein Körper verbrennt weniger Energie. Du fühlst dich müder und du nimmst leichter zu. Aha, also wenn ich mich wenig bewege, werde ich nicht nur unbeweglicher, sondern auch müder und dicker? Genau so ist es. Bewegung ist wie ein Motor für deinen Körper. Ohne Bewegung läuft der Motor nur langsam. Aber hier ist mein Problem, Lukas. Wenn ich müde bin, will ich mich nicht bewegen. Ich will mich hinlegen. Das ist ein Teufelskreis, oder? Ein perfekter Teufelskreis. Müdigkeit führt zu weniger Bewegung. Weniger Bewegung führt zu mehr Müdigkeit. Und der Kreis dreht sich immer weiter. Und dann kommt Folge Nummer 3. Genau. Folge Nummer 3 betrifft nicht den Körper, sondern den Kopf. Deine psychische Gesundheit. Oh, das ist spannend. Erzähl mir mehr. Bewegung setzt Glückshormone frei. Zum Beispiel Serotonin und Dopamin. Das sind natürliche Stimmungsaufheller. Ach ja, dieses gute Gefühl nach einem Spaziergang, das kenne ich. Genau das. Wenn du dich wenig bewegst, bekommst du weniger von diesen Glückshormonen. Das Risiko für Angstzustände und Depressionen steigt. Das ist ernst. Ich habe Tage, an denen ich mich einfach leer fühle, antriebslos. Und an diesen Tagen bewege ich mich am wenigsten. Das verstehe ich, Anna. Und genau an diesen Tagen ist Bewegung am wichtigsten. Nicht ein Marathon, nicht eine Stunde im Fitnessstudio. Nur ein kleiner Spaziergang. Ein kleiner Spaziergang, das klingt machbar. Aber reicht das wirklich? Die Forschung ist klar. Schon 10 Minuten schnelles Gehen verbessern die Stimmung. 20 Minuten reduzieren Angst. 30 Minuten helfen bei leichten Depressionen. Das sind starke Argumente. Ich sollte mehr spazieren gehen. Aber jetzt mal ehrlich, Anna. Du und ich, wir sitzen hier im Podcast-Studio. Wie viele Stunden sitzt du am Tag? Oh, lass mich überlegen. Ich stehe um 7 Uhr auf, dann frühstücke ich im Sitzen, dann fahre ich mit dem Auto zur Arbeit, sitzen, dann arbeite ich 8 Stunden am Computer, sitzen, dann fahre ich wieder nach Hause, sitzen, dann esse ich Abendbrot, sitzen, dann schaue ich Netflix, sitzen oder liegen. Oh mein Gott! Wie viele Stunden sind das? Vielleicht 12 Stunden? Ich sitze 12 Stunden am Tag? Das ist doch krank. Es ist nicht krank, Anna. Es ist normal. Aber es ist nicht gesund. Vielen von uns geht es genauso. Was machen wir falsch? Ich will nicht so leben. Wir haben Gewohnheiten, die uns nicht gut tun. Wir sitzen beim Arbeiten, wir sitzen beim Essen, wir sitzen beim Podcast aufnehmen. Und dann sitzen wir abends auf dem Sofa. Du hast recht. Wir sitzen wirklich den ganzen Tag. Sogar jetzt. Jetzt steh doch mal auf. Dein Rücken wird es dir danken. Okay. Ich stehe auf. Bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Aber im Ernst, wir müssen über Lösungen sprechen, nicht nur über Probleme. Ja, Lösungen. Das ist der beste Teil. Also, was können wir konkret tun? Ich teile die Lösungen in 3 Kategorien. Kategorie 1, den Alltag umgestalten. Kategorie 2, Bewegung mit Spaß zu verbinden. Kategorie 3, Gewohnheiten aufbauen. 3 Kategorien. Das klingt machbar. Fangen wir mit Kategorie 1 an. Den Alltag umgestalten, das bedeutet kleine Änderungen, die nichts kosten und keine Extrazeit brauchen. Klingt zu schön, um wahr zu sein, aber ich bin neugierig. Nummer 1, die Treppe statt den Aufzug nehmen. Nur 2 Stockwerke, das sind vielleicht 2 Minuten extra. Ich nehme immer den Aufzug, sogar in den 2. Stock. Das ist wirklich faul von mir. Genau da kannst du anfangen. Keiner sagt, lauf 10 Stockwerke, aber 2, das schaffst du. Ja, das schaffe ich. Okay, nächste Idee? Nummer 2, kurze Wege zu Fuß gehen. Supermarkt, Bäckerei, Briefkasten, alles unter 15 Minuten Gehzeit. Auto stehen lassen. Mein Supermarkt ist 10 Minuten zu Fuß, aber ich nehme oft das Auto. Warum eigentlich? Aus Gewohnheit. Dein Gehirn sagt, Auto ist schneller. Aber ist es wirklich schneller? Ich stelle fest, Parkplatz suchen, einparken, ausparken. Eigentlich nicht. Zu Fuß bin ich vielleicht sogar schneller. Perfekt. Nummer 3, stehen statt sitzen. Im Bus, in der Bahn, beim Telefonieren, beim Kaffee trinken. Also soll ich im Café stehen? Die Leute gucken mich komisch an. Nicht im Café, Anna. Aber zu Hause. Du kannst im Stehen arbeiten. Es gibt höhenverstellbare Schreibtische. Höhenverstellbare Schreibtische? Die sind teuer. Du musst nichts kaufen. Stell deinen Laptop auf eine hohe Kiste oder auf einen Stapel Bücher.
Auf eine Kiste? Das ist urkomisch. Aber eigentlich, warum nicht? Treppe, kurze Wege, Stehen. 3 kleine Änderungen für den Alltag. Kategorie 2: Bewegung mit Spaß verbinden. Das ist vielleicht die wichtigste Kategorie. Jetzt wird es gut. Ich hasse Langeweile. Also, wie macht man Bewegung spaßig? Finde eine Aktivität, die dir Freude macht. Nicht was man tun sollte, sondern was du gerne tust. Ich mag tanzen, aber tanze ich alleine in meinem Wohnzimmer? Das ist peinlich. Niemand sieht dich. Mach die Musik laut und tanz. Das ist Cardio, das ist Koordination, das ist Laune. Alles in einem. Okay, das mache ich heute Abend. Was ist mit dir, Lukas? Was machst du gerne? Ich mag Spaziergänge mit einem Hörbuch oder Podcast. Zum Beispiel mit Learn German Podcast. Schöne Werbung. Aber im Ernst, das ist eine gute Idee. Absolut. Bewegung fühlt sich weniger anstrengend an, wenn der Kopf beschäftigt ist. Hörbuch, Musik, Podcast, Telefonat mit einem Freund, alles ist erlaubt. Was ist mit einem Hund? Hunde müssen mehrmals am Tag raus. Das zwingt einen zur Bewegung. Hunde sind süß, aber ich habe keinen Hund. Ein Hund ist eine große Verantwortung. Aber vielleicht kannst du den Hund eines Nachbarn ausführen. Gute Idee. Meine Nachbarin hat einen kleinen Dackel. Der ist süß. Ich frage sie heute. Also, tanzen, spazieren mit Audio, Hunde ausführen. Alles Aktivitäten, die Spaß machen können. Kategorie 3: Gewohnheiten aufbauen. Das ist der schwierigste Teil, Anna, aber auch der wichtigste. Warum ist das der schwierigste? Weil unser Gehirn Veränderungen nicht mag. Dein Gehirn liebt alte Gewohnheiten, auch wenn sie schlecht für dich sind. Mein Gehirn liebt es, auf dem Sofa zu liegen? Ja, weil es einfach ist, weil es keine Energie kostet, weil es sicher ist. Wie bekämpfe ich mein eigenes Gehirn? Du bekämpfst es nicht, du trägst es aus. Genau wie bei der Prokrastination, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Ach ja, die kleine Hürde, der eine Satz. Genau, gleiches Prinzip. 3 Schritte, sagt die Forschung. Ich höre. Schritt 1. Schritt 1: Starte sehr klein. So klein, dass es fast lächerlich ist. Wie klein zum Beispiel? Wenn du noch nie Sport gemacht hast, fang nicht mit einer Stunde an. Das schaffst du vielleicht 2 Tage, dann hörst du auf. Das kenne ich. Ich habe so oft mit großen Plänen angefangen und schnell aufgegeben. Starte stattdessen mit 1 Minute. Ja, 1 Minute. Mach jeden Tag 1 Minute lang Kniebeugen oder Dehnübungen. 1 Minute? Das bringt doch nichts. 1 Minute ist nichts. Es bringt nicht den Körper, es bringt die Gewohnheit. Nach einer Woche machst du vielleicht 2 Minuten, nach einem Monat 10 Minuten. Aber der wichtigste Punkt ist, ich mache jeden Tag etwas. Genau, 1 Minute ist besser als 0 Minuten. Immer. Okay, 1 Minute. Das ist so klein, das ist fast lächerlich. Aber ich versuche es. Schritt 2: Alte Gewohnheit und neue Gewohnheit verbinden. Wie meinst du das genau? Nach dem Zähneputzen mache ich 3 Dehnübungen. Nach dem Kaffeetrinken gehe ich 5 Minuten spazieren. Nach dem Aufstehen mache ich 10 Kniebeugen. Also, die neue Gewohnheit klebt an einer alten Gewohnheit. Das Gehirn merkt sich die Verbindung. Perfekt verstanden, Anna. Schritt 3: Feiere kleine Erfolge. Wie feiert man Erfolge? Alleine in meiner Wohnung? Ja, sag dir selbst, gut gemacht. Mach einen Haken in deinem Kalender. Belohne dich mit einer schönen Tasse Tee. Dein Gehirn liebt Belohnungen. Das ist wie Hundetraining, aber für mich selbst. Aber es macht Sinn. Genau. Du trainierst dein Gehirn, Bewegung mit positiven Gefühlen zu verbinden, nicht mit Druck oder Schuldgefühlen. Also klein anfangen, an alte Gewohnheiten binden, Erfolge feiern. Das kann ich mir merken. Und vergiss nicht, Perfektion ist nicht das Ziel. Nicht? Was ist dann das Ziel? Das Ziel ist besser als gestern. Nicht perfekt, nur ein bisschen besser. Besser als gestern, das klingt nicht so stressig. Weil es nicht stressig ist. Ein schlechter Tag ist okay. 2 schlechte Tage sind auch okay. Wichtig ist, dass du wieder anfängst. Wieder anfangen, ohne sich zu schämen, das ist vielleicht die wichtigste Lektion. Wir müssen über etwas sprechen, worüber kaum jemand redet. Die inneren Sätze, die wir uns sagen. Meinst du diese Stimme im Kopf? Die Stimme, die sagt, du bist zu faul, du schaffst das nicht, es bringt doch nichts?
Genau diese Stimme. Ich nenne sie den inneren Kritiker. Und dieser Kritiker ist oft sehr laut. Bei mir ist er sehr laut, besonders wenn ich einen Tag nichts gemacht habe. Dann sage ich mir, siehst du, du bist hoffnungslos. Darf ich dir etwas vorschlagen, Anna? Ändere die Sätze. Wie meinst du das? Ich kann doch nicht lügen. Du musst nicht lügen. Du musst nur freundlicher sein. Statt ich bin faul, sagst du, heute war ich müde, morgen versuche ich es wieder. Heute war ich müde, morgen versuche ich es wieder. Statt ich schaffe das nicht, sagst du, ich schaffe einen kleinen Schritt. Ich schaffe einen kleinen Schritt. Das klingt freundlicher, leichter. Weil es wahr ist, du schaffst einen kleinen Schritt. Immer. Jeder schafft einen kleinen Schritt. Also rede ich freundlicher mit mir selbst. Das ist ungewohnt, aber ich probiere es. Versprich mir etwas, Anna. Was denn? Wenn du heute Abend auf dem Sofa sitzt und merkst, dass du den ganzen Tag gesessen hast, dann steh für 2 Minuten auf. 2 Minuten? Ja, nur 2 Minuten. Mach 3 Dehnübungen, drehe deine Schultern, strecke deinen Rücken und dann sag zu dir, gut gemacht. Das ist eine schöne Versprechen. Okay, 2 Minuten, 3 Dehnübungen, gut gemacht. Ich versuche es. Das ist alles, was ich hören wollte. Und jetzt, Lukas, bevor wir zur Aufgabe kommen, hast du eine echte Geschichte? Eine Geschichte von jemandem, der es geschafft hat? Ja, ich erzähle dir von meinem Freund Thomas. Thomas? Wer ist Thomas? Thomas ist Softwareentwickler. Er sitzt 10 Stunden am Tag vor dem Computer. Vor einem Jahr hatte er starke Rückenschmerzen. Was hat er gemacht? Er hat nichts gemacht, zuerst. Die Schmerzen wurden schlimmer. Dann konnte er kaum noch schlafen. Das klingt schlimm. Dann hat er einen Arzt besucht. Der Arzt sagte, Thomas, du musst dich bewegen. Jeden Tag. Und Thomas? Hat er gehört? Ja, aber er hat nicht mit 1 Stunde Sport angefangen. Er hat mit 2 Minuten angefangen. 2 Minuten? Wirklich? Wirklich, 2 Minuten Dehnübungen nach dem Aufstehen. Das war alles. Nach einer Woche waren es 5 Minuten. Nach einem Monat ging er spazieren. Und heute? Heute macht Thomas 3-mal pro Woche Yoga. Keine Rückenschmerzen mehr. Und er sagt, die ersten 2 Minuten waren die schwersten. Das ist eine schöne Geschichte. 2 Minuten. Ja, 2 Minuten können dein Leben verändern. Also, Lukas, fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Punkt 1. Bewegungsmangel ist still, aber gefährlich. Er schadet Herz, Muskeln, Stoffwechsel und Psyche. Punkt 2. Kleine Änderungen im Alltag helfen. Treppe statt Aufzug, kurze Wege zu Fuß, stehen statt sitzen. Punkt 3. Bewegung muss nicht anstrengend sein. Tanzen, Spazierengehen mit Podcasts, Hunde ausführen, alles erlaubt. Punkt 4. Baue Gewohnheiten auf. Ganz klein anfangen. 1 Minute. Ja, 1 Minute. Punkt 5. Sei freundlich zu dir selbst. Dein innerer Kritiker lügt manchmal. Du schaffst kleine Schritte. Und jetzt kommt die Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Ja, eure Aufgabe für diese Woche ist, findet eine einzige kleine Bewegung, die ihr jeden Tag macht. Nur 1 Minute. Oder 2 Minuten, wie Thomas. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr ausprobiert habt und wie es sich angefühlt hat. Und jetzt kommt der Challenge für die ganze Woche. Ein Challenge? Ich liebe Challenges. Jeden Abend, bevor ihr ins Bett geht, steht für 2 Minuten auf, macht 3 Dehnübungen, sagt zu euch, gut gemacht. 7 Tage lang. Das ist der Challenge. Und vergesst nicht, ein kleiner Schritt ist besser als kein Schritt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lernende. Wir hoffen, diese Folge hat euch motiviert, aber nicht überfordert. Und jetzt stehe ich tatsächlich auf. Meine 2 Minuten Dehnübungen warten. Macht es mir nach. Tschüss zusammen, bis zur nächsten Folge. Tschüss und viel Erfolg beim Bewegen. Jeden Tag ein kleiner Schritt. Und denkt an Thomas, 2 Minuten. 2 Minuten. Wir sehen uns nächste Woche.